Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Balmis von Miguel Barbudo. Hier seht ihr zwei Versionen. Diese beiden Messer sind Bestandteil eines Passarounds, das von Tools for Chance ermöglicht wurde. Hierfür schon mal vielen Dank an Richie, Dennis und das gesamte Tools for Chance Team. Gegen Ende des Videos sage ich dann noch mal ein paar Worte zum Passaround. Jetzt geht es direkt weiter mit diesen zwei besonderen Messern. Das Balmis ist eine Zusammenarbeit vom spanischen Messermacher Miguel Barbudo und Tools for Chance. Gefertigt werden diese Messer in Kleinserie bei Riyadh Knives. Das ist hier also ein extrem hohes Fertigungsniveau. Der Name Balmis ist im Übrigen sehr geschichtsträchtig. Im aktuellen Messermagazin, Ausgabe 6, 2021, Dezember, Januar, hat sich das Messermagazin hier auf 4 Seiten dem Balmis gewidmet. Hier ist auch ein ganz kleiner Geschichtsbeitrag hier unten, allerdings stimmt hier wahrscheinlich das Datum nicht. Ich werde euch einfach mal kurz vorlesen, was ich hier zusammengetragen habe. Miguel Barbudo benannte das Balmis nach dem berühmten spanischen Mediziner Francisco Javier de Balmis y Berenguer. Er leitete im Jahr 1803 eine Expedition nach Südamerika und Asien, um die dortige Bevölkerung gegen Pocken bzw. Blattern zu impfen. Das war dann die sogenannte Balmis-Expedition. Das gilt heute noch als eine der größten humanitären Aktionen der Medizingeschichte. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, könnt ihr euch bei Interesse mal durchlesen. Wir haben hier also einen medizinischen Bezug, der auch durch die Klingenform des Balmis sichtbar wird. Hier mal ein Vergleich mit der Klinge eines Bastelmessers. Die Klinge gibt es in nahezu identischer Form auch als Skalpellklinge für chirurgische Anwendung. Das wäre dann die Klingenform Nummer 11. Auch hierzu gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Die Klingenspitze macht ihrem Namen alle Ehre, eben genau wie beim Skalpell. Das ist eine schöne, langgezogene Wharncliffe-Klinge. Die Schneide ist hier kerzengerade. Auffällig auch das Two-Tone-Finish, das sich durch die Längs- und Quersatinierung ergibt. Zur Auflockerung des Klingendesigns gibt es hier einen etwa 20 mm langen und 3 mm hohen Klingendurchbruch. Die Klingenbeschriftung ist wirklich sehr dezent ausgefallen. Linksseitig das Logo des Designers Miguel Barbudo, das ist ein Kopf eines Pferdes. Auf der rechten Seite ist dieser Kopf ebenfalls zu finden und dann noch ein Hinweis auf den verwendeten Stahl, in diesem Falle der pulvermetallurgische Böhler M390. Der wurde hier ausgehärtet auf 59 bis 61 HAC. Ja, das ist ein Hochleistungsstahl, derzeit sehr, sehr beliebt bei vielen Messermachern. Er ist extrem schärfebeständig und dazu mit 20% Chromanteil äußerst rostträge. Kurz zu den Abmessungen. Klingenlänge sind 95 mm, effektiv immer noch 92 mm. Klingenbreite 4 mm, Klingenhöhe etwa 24 mm. Der Flachschliff wurde zu etwa 15 mm hochgezogen. Der ist wirklich extrem sauber ausgeschliffen. Also ich habe bei beiden Modellen keinerlei Fehler im Anschliff entdeckt. Hinter der Schneidphase sind das durchgehend 0,5 mm, also auch sehr ordentlich. Auf diesen Flipper-Tab und den Klingendurchbruch komme ich dann später noch zu sprechen. Der Klingenrücken ist hier ganz leicht angefasst, kann man auch nicht sagen. Lediglich diese letzten 2 cm sind sehr scharf belassen worden. Diese Wharncliffe-Klinge kommt gleichzeitig aggressiv und dynamisch rüber. Ja, das ist einfach eine Klingenform, die sich sehr gut für exakte, gerade Schnitte eignet. Im Bereich der Spitze sind kleine Radien möglich, also alles eben exakt wie bei einem Skalpell. Den Griff gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen, da müsst ihr euch auf der Website von Tools for Chance einfach mal umsehen. Die Basis ist immer Titan, dann habe ich hier 2 verschiedene Carbon-Varianten. Zum einen Fat Carbon Toxic Storm mit diesen grün-gelben Sprenkeln. Das sieht wirklich genial aus. Das ändert sich so ein bisschen je nach Lichteinfall, also wirklich gut gemacht. Dennoch gefällt mir persönlich das dunkle Marble Carbon Fiber etwas besser. Das wirkt ein bisschen ruhiger und gesetzter. Der Backspacer ist ebenfalls aus Titan, nimmt etwa 40% des Griffrückens ein. Auf der rechten Seite sieht man den Bolster Lock, dann einen schön geformten Titanclip mit dem Schriftlogo von Miguel Barbudo und in unmittelbarer Nähe das längliche Lanyard Hole. Die Spannung geht hier für einen Titanclip völlig in Ordnung. Ihr könnt vielleicht minimal höher aufbauen, das ist hier schon wirklich sehr eng bemessen. Ansonsten ist das kein Deep Curry Clip, also hier schon dann so etwa 15 mm aus der Hose raus. Ummontierbar ist er auch nicht, Trageposition ist hier Tip ab rechts. Ja, finde ich immer ein bisschen schade, dass an die Linkshänder hier nicht gedacht wird. Dann irritiert mich die Nähe des Lanyardlochs zum Clip ein bisschen, also das ist mir wirklich ein bisschen zu nah dran.
Ich würde dann dieses Lanyardloch eher als Designelement sehen. Ansonsten muss man äußerst positiv bemerken, dass die ganze Fertigungsqualität 1A ist. Also bei der Klinge gab es diesbezüglich schon nichts auszusetzen. Beim Griff setzt sich das fort. Liner und Backen sind hier aus einem Stück Titan gefräst. Hier sind überhaupt keine Übergänge zu den Carboneinlagen wahrzunehmen, kein Spaltmaß, nichts. Und für die Griffschalen respektive Liner, den Clip und den Lockbar-Insert wurden 8er Torx verwendet. Also das gefällt mir auch sehr gut. Das gesamte Finish ist absolut erstklassig. Das Design des Griffes ist relativ geradlinig und absolut funktional gehalten. Die Grifflänge beträgt hier 11,6 cm. Greifbar sind davon ziemlich genau 10 cm, also ausreichend Platz. Die Griffbreite ohne den Clip liegt hier bei 15 mm, Griffvolumen im vorderen Bereich 68 mm und hier sind es auch etwa 67, 68 mm. Die Handlage ist sehr gut, auch der Clip drückt sich hier nirgendwo rein. Es ist alles schön abgerundet, keine Ecken oder Kanten, also ein richtiger Handschmeichler. Öffnen lässt sich das Balmis sehr angenehm über den Flipper-Tab. Natürlich nicht 42A-konform, weil die Klinge hier gleich verriegelt. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Der Flipper-Tab ist hier auch gleichzeitig ein kleiner Guard. Funktioniert übrigens ohne Jimping, ist einfach ergonomisch sehr gut gemacht. Also der Zeigefinger legt sich hier schön rein und dann schießt die Klinge aus dem Heft. Der Detent ist ausgewogen. Die Klinge wird hier im geschlossenen Zustand sehr sicher gehalten, lässt sich aber dennoch leicht öffnen. Dank Kugellagern ist der Klingengang butterweich, also man spürt hier nicht mal im Ansatz ein Kratzen. Wirklich sehr schön. Dieser Klingendurchbruch ist eher ein Designelement. Man kann die Klinge hier zwar schon anheben und dann mit einer Hand öffnen. Wie bei einem Daumenloch, das einfach so zu öffnen, ist mir jetzt noch nicht gelungen. Ja, man könnte ihn auch als Nagelhau nehmen oder hier für den Pinch Grip, das geht auch. Aber wie gesagt, eher Designelement als richtige Öffnungshilfe. Hier auf der anderen Seite haben wir hier diesen Bolster Lock. Das ist eine Variante des Frame Locks, unterscheidet sich einfach dadurch, dass hier die Hälfte von der Griffschale verdeckt ist. Ist natürlich eine sehr aufgeräumte Lösung, gefällt mir wirklich gut. Der Bolster Lock respektive Frame Lock sitzt hier perfekt, wie man sieht. Hier sieht man noch den Lockbar Insert, also eine verschraubte Stahlanlage, die das Titan vor der Abnutzung durch die Klingenwurzel schützt. Zusätzlich weist diese Konstruktion einen Überdehnungsschutz auf. Ja, bei der Klingenachse wurde sich hier für eine Stirnlochschraube entschieden. Das ist schön und gut. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass man dann vielleicht noch ein passendes Tool beilegt. Man will ja vielleicht doch mal nachjustieren. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, diese Stirnlochschlüsse sind jetzt nicht so teuer, aber man hätte das durchaus mal beilegen können. Kurz noch zum Gewicht. Wir liegen hier ziemlich genau bei 120 Gramm. Also für diese Größe ist das absolut akzeptabel. Zeit fürs Fazit. Mein Fazit bei dieser Zusammenarbeit von Miguel Barbudo und Tools for Chance ist etwas sehr Gutes herausgekommen. Das ist eine sehr dynamische Linie. Hochwertige Materialien mit Titan, Carbon und dem M390 Stahl. Dazu die Fertigungsfähigkeiten von Riyadh Knives. Kritik gibt es von meiner Seite für den Clip. Ja, und vielleicht ein bisschen für das fehlende Achsschraubentool. Ansonsten ist das ein absolutes Top-Produkt. Im Lieferumfang haben wir dann hier noch so eine schöne Pouch, die ist innen schön ausgepolstert. Das Gute ist, sie hat 2 Reißverschlüsse, das heißt, wir können den 42A ein bisschen umgehen, indem wir hier dann ein Schloss dran machen und das Messer darin verwahren. Das ist auch sehr gut mitgedacht, kann man nicht sagen. Das Ganze hat dann natürlich seinen Preis. Diese Marble Carbon Fiber Variante kostet 329 Euro, die Toxic Storm Variante 349 Euro. Also nicht günstig, aber angesichts der Kleinserie und der hochwertigen Materialien geht der Preis für mich in Ordnung. Falls sich jemand für den Kauf entscheidet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Affiliate-Link in der Videobeschreibung nutzen würdet. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch noch weitere Infos rund um das Balmis. Ja, einfach mal reinschauen. Jetzt noch kurz zum Passaround, das von Tools for Chance organisiert wurde. Da möchte ich mich nochmal bei Dennis, Richie und dem Tools for Chance Team bedanken. Ein Dank geht auch an Dirk raus. Ohne Dirk hätte ich an diesem Passaround wahrscheinlich gar nicht teilgenommen. Also danke Dirk.
Dirk hat auch ein Video über das Balmis gemacht. Ich verlinke euch mal alle Videos zum Balmis aus dem deutschsprachigen Raum in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.